Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Strom. Ich bin dabei, das erste Mal ein bisschen was auszubauen. Wenn dir mein Kanal gefällt, dann lass mir doch gerne ein Abo. Und wenn dir natürlich dieses Video gefällt, dann lass mir auch gerne ein Like. Alles weitere folgt wie immer nach meinem Intro. Wie bin ich vorgegangen? Na, ganz einfach. Ich habe mir erstmal überlegt, was will ich überhaupt in meinem Wohnmobil haben an Stromsachen. Ne? Also Ladebooster, Wechselrichter, Solar eventuell noch und so weiter und so fort. Ja, was macht man zuerst, bevor man überhaupt irgendetwas plant und kauft? Naja, man fängt an, sich vielleicht mal eine Skizze zu machen. Und die will ich euch natürlich auch zeigen, die Skizze. Ja, zuallererst habe ich eine Bestandsaufnahme gemacht. Also, ich habe in meinem Wohnmobil verbaut eine Bordbatterie. Das ist eine Banner 85 Ampere Stunden, wie man sie so kennt. Dann habe ich eine Starterbatterie, die das Fahrzeug zum Fahren bringt. Dazu kommt natürlich die Lichtmaschine bzw. der Motor mit der Lichtmaschine, der dann die Starterbatterie versorgt mit Strom, um dann fahren zu können. Ja, dann habe ich im Prinzip ein Kabel mit einer Sicherung, was dann auf den Powerlink geht. Der Powerlink ist das Gerät, was letztendlich Licht schaltet, Wasserpumpe steuert, Sensoren, etc., was alles dazu gehört. Und an den Powerlink ist auch gleichzeitig mein Ladegerät angeschlossen. Das sieht man hier. Da habe ich einmal den Plus und den Minus und dann habe ich noch eine Sensorleitung, damit das Gerät erkennt, aha, jetzt bin ich am Landstrom und das ist mein Landstromanschluss. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich natürlich was umbauen und der Umbau wird sich wie folgt gestalten. Ihr seht, es ist jetzt ein bisschen anders aufgeteilt. Hier ist jetzt ein Leistungsmessgerät, das ist ein Smart Shunt von der Firma Victron, wo ich das in Reihe schalten muss, damit ich den Strom aufnehmen kann, und dann geht noch ein kleines dünnes Kabel an den Plus-Eingang, womit ich dann die Spannung abgreifen kann. Dann haben wir hier einen Hauptschalter, womit ich dann das System trennen kann. Denn hier haben wir hier eine Sammelschiene. Die Sammelschiene wird sich dann, da gibt es 4 Abgriffe bzw. 5 Abgriffe, und der erste Abgriff wird dazu genutzt, um den Powerlink zu versorgen, und das gleiche habe ich auch nochmal für den Minusbereich. Warum habe ich das so gemacht? Ihr seht schon, hier ist Punkt 3 und 4. Dort werden dann zusätzlich nachher die anderen Komponenten integriert. Das heißt, hier wird wahrscheinlich dann der Ladebooster angeschlossen und hier wird vielleicht noch der Wechselrichter angeschlossen. Naja, und dann mal schauen, wo ich dann noch den Solarregler anschließe. Ja, das ist erstmal, was ich grafisch gemacht habe. Ich will euch natürlich nicht vorenthalten, wie die Teile natural aussehen. Wie eben in der Sequenz will ich euch erzählen, wie die Teile natürlich aussehen. Also, das ist der Hauptschalter. Dieser Hauptschalter hat nur die Funktion, die Batterie vom System zu trennen. Der hat hinten 2 Anschlüsse, nichts Weltbewegendes. Das sind 2 10er Anschlüsse bzw. 10er Muttern. Und hier vorne hat man ein Batteriezeichen drauf. Dann hat man hier die Möglichkeit, hier sieht man grün. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Das heißt, er würde jetzt eingeschaltet sein. Und dann kann ich den umschalten. Und dann habe ich einen roten Punkt, so dass ich dann erkennen kann, okay, jetzt ist das System spannungslos. Warum ich das habe? Weil ich keine Lust habe ständig, denn wenn ich irgendwie mich hinstelle, dass ich denn das Kabel abklemmen muss, weil man ja eigentlich nach ein paar Tagen dann die Batterie ausbauen soll, wobei ich das für, weiß ich nicht, halte. Dann das nächste ist, ich hatte ja erzählt in dem Video beziehungsweise in der Sequenz, dass ich eine Sammelschiene habe. Die Sammelschiene sieht wie folgt aus. Das ist ein Teil, das ist von IMAX, das ist so ein Sicherungshalter. Hier hat man einmal eine Sammelschiene, die runter geht und dann die quer rüber geht. Hier kann ich eine Mega-Sicherung installieren und hier kann ich Medi-Sicherung installieren. Die Mega-Sicherung werde ich natürlich dafür nutzen, um dann den Wechselrichter anzuschließen, und die Medi-Sicherung werde ich nutzen, um dann den Ladebooster anzuschließen, den Powerlink, Solarregler, etc., was mir noch so alles einfällt. Ja, das ist dann diese sogenannte Plus-Sammelschiene in dem Bereich. Und dann haben wir in der
Minusseite haben wir dieses Gerät. Das ist im Prinzip, sind das 4 Anschlüsse mit 8er Schrauben bzw. Muttern. Und dazu gehört noch so eine tolle Abdeckung, die sieht so aus, wo dann halt der Minus aufgelegt wird. Der Smartstand ist, kann ich euch leider zurzeit nicht zeigen, weil der schon provisorisch eingebaut ist und weil ich ja am Testen war. Den werde ich aber auch noch mal gesondert vorstellen, weil das ist ein tolles Teil, muss ich sagen. Damit kann man wirklich viel machen und er ist echt nicht so teuer. Ja, dazu kommt noch so eine Abzweigdose, die ich bestellt habe. Die brauche ich dafür, um von meinem 12 Volt Konverter auf einen USB Schnittstelle zu kommen, weil ich auch eine Raspberry Pi laufen habe, wo das Venus OS System drauf läuft, wo ich dann den Smartstand natürlich dann überwachen kann. Das sind die Bauteile, die ich mir bestellt habe. Natürlich noch ein paar Kabels dabei. Jeder, der sich mit Kabels beschäftigt, der wird feststellen, okay, es gibt zig verschiedene Kabelsorten und zig verschiedene Kabeldicken, also Querschnitte, ne? Und man muss natürlich gucken, welchen Strom will ich da drüber schicken und wie lang ist das Kabel. Dementsprechend muss ich halt mein Kabel dimensionieren. Das habe ich auch gemacht, das habt ihr wahrscheinlich gesehen in meinem Diagramm. Da stand dann einmal 10 mm und einmal 25 mm. Das sind im Prinzip die Querschnitte gewesen, die ich ausgerechnet habe anhand der Kabellänge. Das war tatsächlich der erste Teil der Planung. Im zweiten Teil geht es darum, die ganzen Komponenten, die ich jetzt hier so vor mir liegen habe, zu installieren und in Betrieb zu nehmen und dann anschließend ja, den ersten Teil abgeschlossen zu haben. Wie gesagt, wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like. Ein Abo würde ich mich natürlich auch mega drüber freuen. Und ich hoffe, ich konnte dich animieren, ein bisschen was zu machen. Achso, PS noch dazu, ich bin selber kein Elektriker. Ne? Also ich habe mir das, was ich elektrisch kann, habe ich mir selber angeeignet. Ich habe mal ein Berufsgrundbildungsjahr gemacht in der Elektrotechnik, habe dann aber umgeschwenkt in die Mechanik. Und ja, aber mir macht das Thema Strom einfach sehr viel Spaß, weil ich auch beruflich damit zu tun habe. Natürlich sind beruflich etwas höhere Spannungsebenen zu tun, aber in dem Sinne, es beschäftigt mich halt auch tagtäglich. Wenn ihr da dran geht, überlegt dran, macht nicht irgendwelche schnellen Schritte und immer dran denken, es gibt 5 Sicherheitsregeln in der Elektrotechnik und die solltet ihr möglichst einhalten, damit euch nichts passiert, weil unser Leben haben wir nur einmal. Also, ich hoffe, ich habe dir jetzt keine Angst eingejagt und wünsche dir weiterhin viel Spaß bei meinen Videos zu schauen und werde, wie gesagt, nächste Woche das nächste Video bringen. Also, macht's gut, Leute, viel Spaß euch und bleibt gesund.